Immer wieder mal taucht die Frage auf, wie wir den edlen achtfachen Pfad, den der Buddha gelehrt hat, denn so im Alltag praktizieren können. Und das in kurzer Zeit, also in der Spanne eines kurzen Videos zu erklären, ist gar nicht so einfach, weil eigentlich beschreiben wir damit ja die gesamte Lehre, den gesamten Weg, wie wir uns entwickeln. Eigentlich ist der achtfache Pfad als Kreis zu verstehen. Das erste Glied ist nicht ein Anfang und das letzte ein Endpunkt, sondern der letzte Punkt, der speist wieder in den ersten ein. Ich will die mal mit euch durchgehen. Also fangen wir mal beim ersten Glied an. Das wäre das, was wir die wahre oder die hilfreichste Anschauung und Sicht nennen. Also Anschauung bedeutet hier, dass wir uns auch, wenn wir Praktizierende mit einer Familie sind, mit einem Beruf, dass wir uns immer darum bemühen, dass wir unser Verständnis von dem, worum es in meiner Praxis geht, dass wir das immer weiter vertiefen. Also sich darum zu kümmern, das würde bedeuten, dass ich mir sage, okay, es gibt keine Woche in meinem Leben, wo ich nicht ein bisschen Literatur dazu lese, wo ich inspirierende Texte lese, vielleicht sogar jeden Tag 5 bis 10 Minuten, um das Verständnis, die Sicht, die Anschauung zu vertiefen. Denn wenn man nicht weiß, wo man hin möchte, und worum es dabei geht auf dem Weg, dann wird es auch keinen Weg geben. Und diese wahre Anschauung, die ist begleitet von dem zusätzlichen Faktor, das ist wie so ein flankierender Faktor, von der Motivation, von der Gesinnung. Die entwickelt sich natürlich aus der Sicht. Das heißt, wenn ich verstehe, dass es darum geht, von Leid frei zu werden und dass das beinhaltet, alles greifen, alles festhalten, die Identifikationen aufzulösen, um freier und fließender zu werden, dann entwickelt sich eine Motivation, eine Gesinnung, dies tatsächlich zu tun, und zwar zum Wohle aller. Also die Gesinnung, hier um die es geht, die würden wir im Weg des großen Fahrzeugs, würden wir die Bodhicitta nennen, den Geist des Erwachens. Wir können es aber auch einfach Mitgefühl und Liebe nennen, und zwar Fürsorge für einen selbst und Fürsorge für andere. Und dieses Wohlwollen, dieses grundlegende Wohlwollen, dieses zweite Glied, das führt dann notwendigerweise dazu, dass ich mich in meinem Verhalten, in meinem Redeverhalten, das ist das dritte Glied, wahre Rede oder hilfreiche Rede, dass ich mich in meiner Kommunikation, und sei es auch per E-Mails, dass ich immer darauf achte, möglichst heilsam zu sprechen und zu schreiben. Und mich auch sonst heilsam zu verhalten. Und das führt ins vierte Glied, das hilfreiche, heilsame oder wahre Handeln. Das ist ein Handeln, also es beinhaltet jetzt hier vorwiegend das körperliche Handeln, das Verhalten anderen gegenüber, wo ich alles Schädliche unterlasse und alles, was hilfreich ist, kultiviere. Und das sind viele, da spielen die 10 heilsamen Handlungen hinein, die wir uns bemühen auszuführen. Also zum Beispiel Leben zu fördern, zu unterstützen, Kranke zu pflegen, freigebig zu sein, bestehende Beziehungen zu respektieren und eben dann die verschiedenen Aspekte der nicht heilsamen Rede zu unterlassen, vor allen Dingen natürlich das Sprechen über nicht anwesende Dritte, vor allen Dingen kritisches Sprechen über sie, Lügen und dergleichen. Und dass ich mich in meinem geistigen Handeln auch immer mehr auf die Art von Kommunikation und physischer Handlung ausrichte, die wirklich so ein Feld schaffen, ein ganz positives Feld um mich herum, in dem
eine gute spirituelle Entwicklung möglich ist. Und das beinhaltet selbstverständlich, und das wäre jetzt schon der 5. Punkt, dass ich meine Lebensführung so ausrichte, dass ich nicht mit meinem Beruf noch schädliche Handlungen ausführe oder nicht heilsame Geisteszustände kultiviere. Also meine Lebensgrundlage, das wäre jetzt das 5., hilft, dieses heilsame Feld aufzubauen. Und das ist eigentlich das, was wir so, wir nennen das Shila auf Sanskrit oder Pali. Und das ist diese Grundlage eines ganz ausgewogenen, heilsamen Lebens, in dem wir nichts zu verstecken haben, in wir mit möglichst allen in Frieden sind, auch nicht nachtragend, so handeln, dass wir andere unterstützen. Und dass es eben dann ein geeignetes, ein ideales Feld wird, um immer dann, wenn wir Zeit haben, zur Ruhe kommen zu können. Und das wäre dann der Faktor des Entwickelns von Samadhi, aber dem geht natürlich ein inneres Ausgerichtetsein zurück, das ist das zugrunde. Das ist der Faktor des Strebens. Und Streben hier ist anders als die Gesinnung zu Anfang. Das ist nicht die große Gesinnung, die Motivation zum Wohle von einem selbst und allen anderen den Weg zu gehen und wirklich ins Erwachen zu gehen, sondern hier dieses Streben ist die Ausgerichtetheit des Geistes, wirklich so von Moment zu Moment, sagen wir zum Beispiel von Atemzug zu Atemzug, sich auf das Wesentliche auszurichten. Es ist ein Wunsch, ganz klar zu sein, die Klarheit des Geistes zu fördern, also einen ruhigen, klaren, frischen Geist. Und in diesem Streben ist auch schon das Streben mit drin, tiefe Seinserkenntnis zu entwickeln. Also das ist die Ausrichtung, die Meditation dann ermöglicht. Und der erste Faktor der Meditation, das wäre dann das 7. Glied, wird meistens Achtsamkeit genannt. Es ist aber tatsächlich eine heilsame, eine edle oder wahre Achtsamkeit, weil es ist nicht die Achtsamkeit, die wir haben, wenn wir durchs Gebirge laufen und nicht abstürzen wollen oder wenn wir ganz achtsam und sorgfältig an etwas herumtüfteln, weil wir es basteln oder was auch immer. Es gibt auch negativ ausgerichtete Formen von Achtsamkeit, sondern diese wahre Achtsamkeit, die richtet sich auf die Kernpunkte von Geistesruhe aus, von Einsicht und von Herzensgüte. Also dieser Faktor, dieser 7. Faktor ist immer, sich daran zu erinnern, was eigentlich wesentlich ist. Wesentlich ist ein klarer Geist, der tief verstehen kann und der nicht nur sich selbst versteht, sondern auch, wie andere Menschen funktionieren, wie sie unterwegs sind und was sie brauchen, um ins Erwachen zu finden. Und dieser Faktor der Achtsamkeit, der wird vom Mitgefühl, von der Gesinnung, die wir zu Anfang erwähnt haben als 2. Glied, wird er von der Gesinnung immer wieder, von dieser tiefen, wohlwollenden Motivation immer wieder ausgerichtet auf das, was langfristig für alle am wesentlichsten ist. Und mit dieser tiefen Ausrichtung auf das, was für alle wesentlich ist, schaffen wir es in der Meditation, weniger mit uns selbst befasst zu sein, also weniger nach dem eigenen Wohl zu streben, sondern kommen in so einen tiefen Frieden, wo es auch dem Wollen möglich ist, sich zu entspannen. Wir nennen diese tief entspannten Geisteszustände, nennen wir Samadhi, das wäre das 8. Glied. Und zwar auch hier wieder
geht es um heilsame, förderliche Formen von Samadhis, also wahrhaft hilfreiche tiefe Meditation. Im Unterschied zu Meditationen, in denen der Geist sich wie in so einer Blase aufhält und das Interesse verliert, überhaupt noch irgendetwas erkennen zu wollen. Die hilfreichen tiefen Meditationen, die dienen dazu, die Erkenntnis zu vertiefen, also die Sicht zu nähren, das erste Glied. Also ich fasse nochmal zusammen. Im Alltag, wenn wir diesen Weg gehen wollen, wir schaffen dieses Umfeld, in dem wir zur Ruhe kommen können, wo wir nichts zu verstecken haben, wo es keine Lügen gibt, wo es auch keinen übertriebenen Ehrgeiz gibt, irgendwas erreichen zu wollen und nutzen die Zeit, die wir haben, manchmal mehr, manchmal weniger, um das Wesentliche zu praktizieren, darin zur Ruhe zu kommen, klarer zu werden, in die Natur des Seins hineinzuschauen. Und tatsächlich ist das möglich, auch wenn wir nur kurze Perioden der Meditation oder des zur Ruhe kommens zur Verfügung haben. Wir können eigentlich überall, also jetzt sprichwörtlich auf dem Sitzplatz, auf der Bank, mitten in der Bahnhofshalle, können wir innerlich zur Ruhe kommen und Momente haben, wo wir uns bewusst werden, dass all das, was jetzt gerade erlebt wird, tatsächlich alles im Geist ist und dass es absolut von mir abhängt, was ich daraus mache. So Einsichten, die wir uns zum Teil in Erinnerung rufen, durch den Faktor Achtsamkeit, das 7. Glied, die dann dazu führen, dass wir noch tiefer loslassen können und merken, wie hilfreich das ist. Das nährt wieder unsere Sicht, unser Verständnis. Wir nähren das Verständnis, dass jede Form der geistigen Öffnung, des sich weniger Identifizierens hilfreich ist, um glücklich zu sein, um tatsächlich aus dem Leid auszusteigen. Und diese Sicht, die Sicht auch davon, dass es im Grunde gar niemanden gibt, der da meditieren muss, sondern dass in der Entspannung alles wie von selbst passiert, diese Sicht nährt wieder das 2. Glied, die Motivation, das mit allen zu teilen, das auch anderen zu ermöglichen, dass sie aus dieser vertrackten Ich-Bezogenheit aussteigen können und dass alle in die edle Rede hineinfinden, in das heilsame Handeln, in gute Formen des Lebensunterhalts, das wären die nächsten 3 Glieder, um immer klarere Geisteszustände und mehr Einsicht zu entwickeln. Und diese 8 Glieder, ihr merkt schon, der Kreis, der dreht sich. Ja? Alles nährt sich die ganze Zeit und das ist relativ subtil, unser ganzes Leben der Fall und wir merken, dass jedes Glied stärker wird im Laufe so eines Lebens, das wir der Praxis widmen, dass es uns sogar dann schwerfällt, nicht heilsam zu reden, nicht heilsam zu handeln, nur auf den eigenen Nutzen aus zu sein und dass es uns immer leichter und natürlicher wird, den Geist zur Ruhe zu kommen zu lassen, uns an das zu erinnern, was wesentlich ist. Früher war ich genau, wie ihr wahrscheinlich auch, den größten Teil der Zeit abgelenkt und habe nicht die Zeit damit verbracht, die kurze Zeit der Meditation wirklich so am Wesentlichen zu sein. Wir merken, dass das leichter fällt, dass wir ganz vertraut werden damit, dass der Geist in ruhige, offene Geisteszustände eintritt, ganz natürlich wird, dass die Sicht sich klärt und dass wir mit der Zeit ganz von selbst, aufgrund unserer Praxis, die vielen Unterweisungen zum Weg, zu diesem edlen 8-fachen Weg, immer besser verstehen, weil wir
diese Erfahrung machen. Und es ist nicht notwendig dafür, in ein langes Retreat zu gehen, also eine lange Zurückziehung von Monaten und Jahren. Es geht auch zu Hause, aber es braucht regelmäßige Praxis und am besten viele Momente tagsüber, wo wir uns diese wesentlichen Punkte in Erinnerung rufen. Und das wäre jetzt also mein Wunsch für euch, dass ihr euch das, was euch jetzt gerade inspiriert, vielleicht notiert, vielleicht irgendwie, manche machen das, schreiben sich aufs Kärtle, manche nehmen ihr Handy dafür, um irgendein Erinnerungszeichen zu setzen, mich im Laufe des Tages immer wieder mal ans Wesentliche zu erinnern. Zum Beispiel gerade, wenn ihr Kaffee kocht. Also beim Warten darauf, dass der Kaffee fertig ist, genau in dem Moment in der Küche in eine kleine, unauffällige Meditation zu gehen, ohne dass irgendjemand was merkt, sich ans Wesentliche zu erinnern, aus der Identifikation auszusteigen und den Geist weit werden zu lassen. Also vielen Dank fürs Zuhören.